Impact. Der letzte Teil sozusagen, die dritte Session. Ich will damit beginnen, ich will so ein bisschen sagen, warum wir diesen Begriff gewählt haben. Deswegen steht hier einmal Impact und Reallaborarbeit und Reallaborarbeit und Impact. Darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Es gibt sozusagen den wissenschaftlichen Zugang zu diesem Thema, aber ich glaube, und das ist auch so mein Weg eigentlich in diese Community, die Tätigkeit im Stadtraum, die angewandte Forschung, die berühmte Eigendynamik, das Momentum, die Energie, die Technologie, die richtigen Akteure, die Macht, was auch immer es sein kann. Es gibt Momente, in denen solch ein Reallabor eigentlich entsteht. Aus einem Projekt in Berlin, oder das ist meine Erfahrung damit. Da geht es um Infrastruktur, das sehen Sie hier. Wir haben über gebäudeintegrierte Farmwirtschaft geforscht, ist so ein Projekt konzipiert und sind mitten in der Reallaborarbeit gelandet. Sozusagen ein Fall, wo schon die Wissenschaft der Zugang ist, aber das, was die Gesellschaft sozusagen beizutragen hat zu diesem Diskurs, die eigentliche Energie erzeugte. Und deswegen steht es hier sozusagen einmal vorne und einmal hinten, und darüber werden wir, glaube ich, auch ganz viel in der Session diskutieren. Wie sozusagen ist der Zugang zu dieser Arbeit und braucht es sozusagen eine Legitimierung und warum ist das so spannend und woher kommt im Grunde genommen die treibende Kraft? Ich zitiere total gern und mit höchstem Respekt die Kollegen an dieser Stelle, und ich glaube, auch das wird uns in der Session Impact bewegen, und zwar einfach die Frage der Langfristigkeit dieser Labore oder dieser Situation und sozusagen die Verhältnismäßigkeit von dem, was wir dort reingeben an Geld, an Energie, an Ressourcen, an persönlicher Kraft ganz viel, und der Dauer, die damit verbunden ist. Ich glaube, wir alle kennen die Forschungsförderung, die Systematik, den Betrieb dieses Ladens, sage ich jetzt mal im Berliner Jargon ganz frei. Oft gibt man viel, wird gefördert über einen sehr kurzen Zeitraum, und dann hat man am Ende raus nicht mehr viel Puste und nicht mehr viel Energie, die Dinge wirklich in die Tat umzusetzen. Und ich glaube, genau da setzt sozusagen das Reallabor, der Diskurs, unsere Diskussion heute und ganz, ganz bestimmt, ganz stark der Begriff Impact, Wirkung an. Was schaffen wir in diesem Zeitraum und wie können wir das langfristig gestalten? Da habe ich Ihnen einfach zwei Zitate mal angeführt. Das ist sozusagen, war unsere Motivation, so ein Thema überhaupt aufzurufen. Ich habe ein bisschen Respekt, sage ich, vor der Diskussion, weil ich glaube, zu wissen, dass es dazu noch nicht viel gibt, wie wir das sozusagen messbar machen können. Ich will aber vorher eins noch sagen, ganz kleine Eigenwerbung. Das war sozusagen diese Frage nach der Langfristigkeit der Strukturen war ein Anliegen der TU Berlin oder etwas, sozusagen diese Stadtmanufaktur ins Leben zu rufen, um genau da Halt zu geben an der Stelle. Im Grunde an der Schnittstelle zwischen Forschung und Gesellschaft und der Erfahrung mit der Akquise und der Expertise sozusagen in Themen, die Universität, Institution zu nutzen, in die Stadt reinzuarbeiten, aber andersrum auch die Stadt in die Institution zu holen. Wenn man in Reallaboren arbeitet, ist man auf praktischem Stadtraum unterwegs. Es gibt Akteure in der Stadt, die machen diese Arbeit seit Jahren, sie kennen nur diesen Begriff nicht, aber sie sind Schlüsselakteure in dem Prozess, und die gilt es zu erreichen, da gilt es eine Sprache zu entwickeln. Und wir haben die Stadtmanufaktur ins Leben gerufen und entwickeln sie gemeinsam mit den Fachgebieten. Ich glaube, viele, die Reallabore sozusagen über diese Plattform kommunizieren, sind heute in der Veranstaltung. Wir hoffen, wir holen noch mehr Akteure aus der Stadt rein, um genau da zu unterstützen. Das ist ein Prozess nach innen und es ist ein Prozess nach außen, und wir sind ganz froh, dass wir das gemeinsam mit dem Reallabor-Netzwerk tun können. Damit ist diese Werbesession auch beendet. Schauen Sie drauf. Ich hoffe, das ist die richtige Initiative zur richtigen Zeit. Ich hoffe, wir können damit viel bewirken. Jetzt komme ich zu Ihnen, zu dem Fragenkatalog, der uns erreicht hat im Vorfeld. Sie sehen hier schon, es geht um die lange Frist im Impact. Können wir das messen? Sozusagen, was macht denn diesen gesellschaftlichen Lernprozess aus? Geht denn die Reflexivität in die Stadt? Geht sie in die Wissenschaft zurück, ja, in den Raum? Oder wie geht es überhaupt? Wie kann man darüber sprechen, ob man was bewirkt hat? Interessiert es die Forschung? Interessiert die Methode? Das tolle Spotlight hat es gezeigt, diese knochentrockene Arbeit bringt uns dahin, Impact messen zu können, und haben wir dafür die Modelle? Ja, es gibt die Frage individuell, strukturell. Ist es das Reallabor oder sind es die Akteure, die sich verändern? Hat es ganz viel miteinander zu tun? Es ist eine Haltung, auch das ist ein Begriff, den man ganz viel in der einschlägigen Literatur findet dazu. Ja? Dieses Arbeiten ist speziell, man nimmt verschiedene Rollen ein.
Das ist jetzt der Link zur Übertragbarkeit. Inwieweit ist solche Arbeit skalierbar? Ich weiß, wir haben Projekte dabei, die ganz stark damit arbeiten, einen Prototypen zu entwickeln und davon ausgehen, dass man das hochskalieren kann. Ja? Ich komme aus einer räumlichen Disziplin, da ist das üblich. Und ganz, ganz wichtige Frage, ich glaube, eine die am meisten gestellt wurde in verschiedenen Möglichkeiten, Evaluation und Monitoring hat. Gibt es dafür Praktiken, Modelle, Kriterien, Indikatoren? Sind wir schon so weit, dass wir sagen können, das kann man anwenden? Wir werden darüber diskutieren, oder das war ganz viel auch im Katalog zu sehen, was ist so ein Reallabor, was kann es leisten als Forschungsprozess und Infrastruktur, wurde schon angesprochen. Das ist in unseren Augen die große Chance, das zu verstehen, als lange Frist zu begreifen und zu begleiten. Welche Rolle nehmen wir ein, welche Haltung? Geschieht Lehre, wie geschieht sie? Ja? Ist es nur Forschung, ist es Praxis? Tauschen wir die Rollen? Müssen wir verschiedene Dinge, verschiedene Sprachen sprechen? Und auch da, glaube ich, ist die aktuelle Debatte dabei, neue Definitionen zu finden. Die Change Agents, die Facilitators, ja? Sind es die Forscher, sind es andere Personen? An der TU Berlin entwickeln wir den Begriff der Integration Expert, sozusagen ein Berufsbild, ein Profil, eine Fähigkeit zwischen Wissenschaft, ja, und Kommunikation und Praxis, die es in der Lage ist, Dinge anzuwenden, zu übersetzen, zu integrieren, einfach kein rein wissenschaftliches Arbeiten. Es geht klar, auch das war in der Keynote, um die einfachere Sicht, einfach ein Reallabor als einen Testraum für Innovation und Regulierung zu begreifen, aber auch das ein wichtiges Thema, weil wir lernen, mit rechtlichen Rahmenbedingungen umzugehen und dort sozusagen diese Experimentierräume zu verstehen, auch ihre Reichweite kennenzulernen. Es geht um Narrativentwicklung und Begleitforschung, das waren viele Fragen. Und im Bereich Impact, klar, spielt da auch eine große Rolle bei Ihnen. Ist man so weit, dass man Empfehlungen für die Politik und Verwaltung beziehungsweise für die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung treffen kann? Wir haben 3 Leitfragen sozusagen für jede Session, die sind ähnlich. Ich habe sie mal ausgewählt, einfach um sie so ein bisschen auch vorzubereiten, auch die nicht an der Session teilnehmen werden. Was heißt Impact überhaupt? Klar, darüber sprechen wir. Über welche Zeit- und Wirkungsräume reden wir? Das thematische Spektrum, und ist Impact messbar? Gibt es was dafür? Und klar, ein Riesenthema, wie wird das sozusagen die Nachhaltigkeit darin interpretiert? Ich will Ihnen ganz kurz sagen, wer unsere Inputgeber sind. Und das mache ich, weil die sehr unterschiedlich sind. Wir haben in der ersten Session sprechen wir über Infrastruktur, sozusagen das, was Wasserinfrastruktur heute leisten kann unter klimatischen Aspekten. Sozusagen ein Thema, glaube ich, für Laborarbeit, weil es ist Neuland, wenn man sozusagen ein Themenfeld ganz aufweitet, was bisher sozusagen getrennt war. Wir haben Ernährung, Wasser, Versorgung und Infrastruktur oft getrennt voneinander diskutiert in der Stadtentwicklung. Wenn man das zusammenpackt, ist man mitten im Labor. Darum wird es gehen. Schnittstellenthema, ganz klassisch, glaube ich, für diese Arbeit. Der anderen Input, Reallabor und Bildungslandschaft, da wird es darum gehen, wenn man einen Prozess partizipativ gut aufsetzt, ja, und das ist so ein wichtiges Thema wie Bildung mit Akteuren angeht, wie viel wird umgesetzt? Auch das ist, glaube ich, ein Reflexionsfeld für Reallaborarbeit. Wen verbrennt man, was kann man mitnehmen? Erwartungsmanagement, ganz, ganz wichtig, um sozusagen ja, sich in dieser Situation zu bewegen. Die zweite Session, die Leitfragen, sind ähnlich. Wir werden über die Möglichkeiten der Erfassung von Impact sprechen, über die Wirkungs- und Zeiträume, kurz-, mittel- und langfristig, über Kriterien und Formate und Erfahrungen und über die Empfehlungen sozusagen an Politik und Verwaltung. Sie sehen, diese Leitfragen sind im Grunde genommen aus Ihrem Fragenkatalog entnommen. Ich habe mich bemüht, die zu nehmen, die ganz oft aufgetaucht sind. Auch hier haben wir 2 Inputgeber. Ich stelle die gern vor. Ein Projekt, die Radbahn, ein Reallabor, was sozusagen aus Wissenschaft und Städtebau kommt. Eine ganz spezielle Fördersituation, glaube ich, hat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Direkt baut in der Stadt Berlin unter der U-Bahn etwas anderes als ein Tunnel. Ein Tunnel erweitert zu einem Mobilitätssystem und ganz, ganz sicher mit der Frage der Verstetigung und des Impacts beschäftigt sein wird und uns da einfach erzählt, wo sie stehen und wer die Diskussion sozusagen anstößt.
Der zweite Inputgeber, die zweite Inputgeberin kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung, ein Reallabor der Stadtmanufaktur, auf der Plattform der Stadtmanufaktur vertreten. Da wird es darum gehen, inwieweit denn es gelingen kann, in die Gestaltung von Freiräumen andere Kriterien, Add-ons mit einzubeziehen, ja, den gesamten Aspekt der Beteiligung, der sozusagen Nutzbarkeit von Freiräumen mehr wirksam werden zu lassen. Das, was wir heute als grüne Infrastruktur bezeichnen, ist oft viel mehr, und das sichtbar zu machen. Darum wird es in dem zweiten Input gehen. Und ich glaube, da gibt es auch eine Brücke zu der Session vorher, weil es geht um New York und Berlin. Wie bin ich in einer Zeit, frage ich mal unseren Zeitwächter. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Ich habe gerade den Hinweis gegeben, so langsam zum Ende kommen wir, super. Ja, okay. Ich bin die Letzte, ich darf Faxen machen vor der Pause. Was ich Ihnen mitgebracht habe, das mache ich aber in der Dokumentation, ja, ein bisschen Lokalkolorit. Wir sind ja in Berlin, wir Berliner, wir improvisieren total viel, wir machen unglaublich viel mit Flughäfen, wie kriegen sie fertig und nicht. Ich sammle Ihnen für die Dokumentation ein paar Links, wo Sie schöne und gescheiterte Reallabore in dieser Stadt finden, Experimente, die begleitet und nicht begleitet sind. Das mache ich einfach, um sozusagen aus Liebe zu dieser Stadt, ich bin hier geboren, einfach um auch zu zeigen, wie groß der Bedarf an dieser Begleitung von Experimenten im Stadtraum ist, um sie erfolgreich zu machen. Genau, das habe ich hiermit aufgeführt. Damit bin ich am Ende und freue mich auf die Session.